Also habe ich dann angefangen, mich mal umzuhören im Freundeskreis, Bekanntenkreis, und wie wir dann keinerlei Informationen haben finden können, passierte Folgendes. Da fuhr ich eines Tages zur Arbeit und sehe auf einmal auf dem Weg zu unserer Schule, sehe auf einmal vor mir einen Lieferwagen mit Buchstaben, ganz groß, so groß, Reiki. Und ich denke, oh Gott, jetzt haben wir es. Wahnsinn. Und ich drehe mich noch so um zu der Chetna und sage, ich fahre dem jetzt hinterher, und wenn der bis zum Ende der Welt fährt, ich fahre dem hinterher, auch wenn wir zu spät kommen zur Schule, wir rufen die Sekretärin an, lass die mal warten, jetzt haben wir sie gefunden, und das ist bestimmt jemand, der mit dem Usui-Sensei zu tun hat, und die werden sich so freuen, und ach, das ist ja super, endlich geht's los. Und ich also voll Stoff dem Reiki-Auto hinterher, und auf dem Weg zu unserem Büro, da war so ein Heimwerkermarkt, da fuhr der auf den Parkplatz drauf, und ich ganz glücklich dachte, boah, ey, der hält sogar an meinem Weg an, wie geil. Fahr dem hinterher, der steigt aus dem Auto aus und geht in den Heimwerkermarkt rein. Wir halten neben dem Auto, und da steht's Reiki und darunter scheinbar eine Adresse, eine Telefonnummer, und ich zu der Chetna, schreib das auf und komm, die können wir gleich anrufen, und die fängt an zu lachen und zu lachen, und ich sage, was ist denn das? Und da sagt sie, das ist eine Kühlfirma, weil Reiki, Re kann auch kalt heißen und Ki kann Maschine heißen. Kaltmaschine. Da war ich echt gefrustet. Und dann ging das so weiter. Ja. Wir haben nichts gefunden, was irgendwie mit dem Usui-Sensei zu tun hatte, bis wir dann die Telefonnummer von der Frau Koyama bekommen hatten und sie jetzt am Telefon hatten. Nachdem sie sich ein bisschen beruhigt hatte, oder die Chetna sie beruhigt hatte, hat sie dann angefangen zu erzählen über Usui-Sensei, und später habe ich herausgefunden, dass sie mit uns die Tatsachen geteilt hat, die auch auf seinem Gedenkstein draufstehen. Und dann sagte sie so in so einem Nebensatz, ja, und er ist auf dem Saihoji-Friedhof begraben. Ich direkt aufgeschrieben, Saihoji-Friedhof in Tokio. Und was will denn Ihr Mann eigentlich? Ja, der will ein Buch schreiben. Das werde ich nicht lesen, sagt sie. Und ich werde ständig von Leuten aus dem Ausland gefragt, ob sie mich mal treffen könnten. Und ich verneine das immer, und ich werde auch sie nicht treffen. Und lasse mich gefälligst in Ruhe. Ja, und dann haben wir uns sehr bedankt. Und dann hat sie gesagt, ja, wie gesagt, lassen Sie uns in Ruhe, und ich bin an keinem Kontakt interessiert, haben wir gesagt, herzlichen Dank, und wir belästigen Sie auch nicht weiter. So, jetzt hatten wir den Namen Saihoji-Friedhof in Tokio. Habe ich dann der Chetna gesagt, so komm, jetzt lass mal rausfinden, wo der ist, und dann gucken wir mal, ob wir das Grab von dem Usui-Sensei finden. Sie hat die Auskunft angerufen und sagte, da gibt es 4 verschiedene Saihoji-Friedhöfe in Tokio. Und ich, nur 4? Das könnten ja auch 300 sein, das ist ja toll, super, komm, die rufen jetzt alle an. Und sie wieder, um Gottes Willen, jetzt geht das schon wieder los. Ja? Und dann hat sie dann einen angerufen, haben gesagt, Mikao Usui haben wir nicht. Zweiten angerufen, haben wir nicht. Dritten, ja, den haben wir hier. Den haben wir hier, haben die gesagt, der Mönch am Telefon. Und dann habe ich ihr immer zugeflüstert, habe gesagt, frag den mal, ob er was weiß über den Usui-Sensei. Nee, weiß ich nicht, aber das ist ein tolles Grab, das müssen Sie sich mal angucken. Das ist ganz toll. Ne? Hat uns die Adresse gegeben, und dann habe ich nochmal nachgefragt, wissen Sie denn was über den Mikao Usui? Und da hat der Mönch am Telefon gesagt, nicht der Mönch, das ist ja der Priester am Telefon gesagt, der hieß gar nicht Mikao, der hieß Mikao-mi. Das habe ich dann in der ersten Ausgabe des Reiki-Feuers dann auch so geschrieben, und da stellte sich dann später raus, dass der sich geirrt hatte. Das stimmte gar nicht, das war mir so peinlich. Der hieß also Mikao.
Und dann haben wir ihn noch gefragt, ja, wissen Sie wirklich nichts über die Familie? Und er sagte dann, wieso rufen Sie denn nicht bei den Usuis an? Ich gebe Ihnen mal die Nummer und die Adresse. Da habe ich erst mal geschluckt, habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, das geht ja jetzt richtig ab hier. Und da hat der uns damals die Telefonnummer von Usuis Enkel gegeben und die Adresse. Weil wir jetzt da auch keine öffentliche, keine formelle Einführung hatten, haben wir gedacht, was machen wir jetzt, wenn wir wieder da anrufen? Vielleicht sind die uns dann böse oder möchten nicht mit uns sprechen. Da habe ich gesagt, komm, wir schreiben den Brief und sagen Folgendes: Wir recherchieren hier das Leben Ihres Großvaters und wäre das möglich, am Sonntag, den so und so vielten Mal mit Ihnen um 16 Uhr zu sprechen. Oder so. Den Brief haben wir dann abgeschickt und haben dann 2 Wochen später da angerufen. Da war seine Frau, also die Frau von Usui Senseis Enkel, am Telefon. Und die sagte, ja, wissen Sie, wir wissen überhaupt nichts über den Großvater meines Mannes, weil nämlich die Schwiegermutter, also die Frau von Usui Senseis Sohn, in ihrem Testament eine Klausel hinterlassen hatte und die besagte, der Name meines Schwiegervaters soll in diesem Haus nie wieder benutzt werden nach meinem Tod. Und ich habe erst in die Familie eingeheiratet, nachdem die schon tot war. Und das wurde nie über den Mikao Usui gesprochen. Von daher weiß ich nichts über ihn und mein Mann weiß auch nichts. Und ich bin müde. Und das ist ein Wunderpunkt in unserer Familiengeschichte. Und bohren Sie da bitte nicht weiter drin rum. Tut mir leid. Das Ganze hat sie mir dann nochmal schriftlich auch nochmal geschrieben. Den Brief habe ich natürlich noch. Und daran haben wir uns dann auch gehalten. Wir haben also die Familie dann natürlich nicht weiter belästigt. Auf dem Grabstein, den wir dann gefunden haben, weil wir ja wussten, dass der Usui Sensei auf dem Saihoji-Tempel begraben ist, haben wir dann noch einiges andere rausgefunden. Aber erstmal, wie wir da überhaupt hingekommen sind. Das war folgendermaßen. Das war im September 1994, wenn ich mich recht erinnere. Da wollte ich dann zu Usui Senseis Grab auf dem Saihoji-Tempel. Mein Japanisch war schon ganz gut, aber ich dachte, alleine dahin zu fahren, wird wahrscheinlich schwierig sein. Da habe ich 2 Freunde gefragt, ob sie mich in Tokio treffen würden und dorthin begleiten und mir helfen würden, das Denkmal dort zu finden. Wie wir mit dem Saihoji-Tempel telefoniert hatten, da hatten die gesagt, fragen Sie bloß nicht an der Polizeistation, die da in der Nähe der U-Bahn-Station ist, die haben keine Ahnung, fragen Sie im Getränkehandel. Und das fand ich irgendwie so witzig, so zen-mäßig. Ist natürlich eigentlich gar nicht so witzig, weil die buddhistischen Tempel ihr größtes Geld mit Beerdigungen machen und bei den Beerdigungen wird viel getrunken und da wird der Alkohol beim Getränkehandel gekauft. Die wissen, wo der Saihoji-Tempel ist. Ein ganz kleiner Tempel und ein ganz kleiner Friedhof, den man so ohne weiteres nicht findet. Also da muss man schon ein bisschen suchen. Da sind also dann meine beiden Freunde mit hingekommen. Der eine, der Champak, war ein ganz bekannter Übersetzer von Büchern vom Dalai Lama ins Japanische und so, also literarisch sehr gewandt und seine Lebenspartnerin war, ich glaube, Dokumentarfilmerin oder sowas. Und mit den beiden bin ich dann dahin. Wir haben dann am Tempel gefragt, wo ist denn das Grab von dem Usui Mikao? Dann haben die uns dahin gebracht und auf einmal sehen wir diesen herrlichen Gedenkstein da, von dem bis dahin nie die Rede war. Das wusste keiner, dass es den gab. Und dann stand ich da mit den beiden und habe gesagt, ja, was steht denn da jetzt drauf? Übersetzt mal. Ja, ich konnte zwar gut Japanisch sprechen, aber nicht gut lesen. Ne? Und die gucken sich nur so an, sagen kein Wort. Sag ich, ja, kommt, hier, da oben, da geht's doch los. Was steht denn da? Die gucken sich wieder an, schweigen. Ich dachte,
die wollen mich auf die Palme bringen. Sag ich, ja, wie? Sag doch mal, was steht denn? Ja, das können wir nicht lesen. Und ich dachte, wie, ihr könnt das nicht lesen, ihr seid doch zur Schule gegangen. Ja, das sei im Altjapanisch verfasst, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die beiden waren so ein paar Jahre älter als ich schätze mal 55, 57 geboren oder so. Und die haben dieses Altjapanisch nicht mehr in der Schule gelernt. Zum Glück war ich gut vorbereitet. Ich hatte alle meine Kameras dabei, große, kleine, Video, alles, und habe dann den Gedenkstein von vorne bis hinten fotografiert, bin dann in Sapporo in einen Fotoladen gegangen, habe diese Fotos vergrößern lassen und habe die aneinander geklebt, weil ich den ganzen Stein nicht auf ein Bild kriegen konnte. Habe die dann aneinander geklebt und habe die Inschrift von meiner damaligen Schwiegermutter ins neuzeitliche Japanisch übersetzen lassen. Und dann haben wir es ins Englische und ins Deutsche übersetzt. Während dieser Zeit kriegte ich wieder einen Anruf, irgendwann so, das muss auch so, ich weiß es nicht, Ende 94, Anfang 95 gewesen sein, von einer Schülerin, der Shizuko Akimoto. Die rief mich an, die hatte die Lehrerausbildung bei uns gemacht und die sagte, du wirst gar nicht glauben, was passiert ist. Ich habe gestern jemanden behandelt, nicht mit Reiki, sondern der hat eine Darmspülung gekriegt von mir. Und während sein Darm gespült wurde, war in einem meditativen Zustand und sagte, weißt du, es gab mal eine wunderschöne japanische Heiltechnik, die nannte sich Reiki. Und da sagte die Shizuko, ja, weiß ich, das unterrichte ich selber. Und da guckte der ältere Herr, der war so Mitte 60, ein Herr Oishi, der sagte, wie? Du hast das gelernt? Das ist doch geheim. Von wem hast du das gelernt? Hat die gesagt, von einem Deutschen in Hokkaido. Da ist er aus allen Wolken gefallen, der Oishi, und hat gesagt, das ist ja unglaublich. Meine Mutter hatte den Okuden, den 2. Grad, von einem Schüler, von einem direkten Schüler vom Usui Sensei gelernt. Und ich bringe dir nächstes Mal, wenn ich zu der nächsten Session komme, bringe ich dir mal was mit. Wie sie mir das erzählte am Telefon, dachte ich, naja, ich habe ja schon ein paar Geschichten gehört, die haben sich bisher immer nicht bewahrheitet. Mal gucken, was da an dieser Geschichte jetzt dran ist. Dann kam die nächste Behandlung von dem Herrn Oishi und der brachte dieses Bild von Usui Sensei mit dem dicken Bauch mit, das Original, und den Lebensregeln oben links und gab das der Shizuko und sagte, gib das deinem Sensei, ist ein Geschenk. Das hat sie mir dann gesagt und irgendwie fühlte sich das nicht gut an. Da habe ich den Oishi angerufen und habe gesagt, das ist total lieb von Ihnen, dass Sie mir das schenken wollen, aber so ein Familienschatz, das kann ich nicht annehmen, behalten Sie das bitte, aber eine Kopie hätte ich total gerne, da würde ich mich total drüber freuen. Ne? Und gesagt, getan, er hatte mir eine Kopie geschickt und weil er gemerkt hat, der Typ ist nicht gierig, der will mich nicht ausquetschen, der will nichts, der hat Respekt, der ist integer, hat er mir vertraut. Ja, und hat dann der Shizuko gesagt, weißt du was, einer meiner Verwandten, das ist einer der, ich glaube, damaligen 6 Shihans in der Usui-Gesellschaft, der Ogawa-Sensei, und wenn du möchtest, fahren wir mal da gemeinsam hin. Der wohnt in Shizuoka City unter dem Fuji-Berg und das können wir mal organisieren. Da rief sie mich wieder an, erzählte mir das und da haben wir dann einen Fragenkatalog aufgestellt mit Fragen für den Ogawa-Sensei über Takata-Sensei, über Hayashi-Sensei, über die Symbole, alles, was man so wissen möchte über Reiki, um das abzugleichen, weil wir immer das Gefühl hatten, irgendwas stimmt hier nicht. Auch die Einweihungstechnik war uns sehr suspekt, weil das so logisch aufgebaut war. Wir dachten, das sieht aus, als sei das von einem Westler hergestellt, weil die Japaner nicht logisch denken, so wie wir, sondern in
in Quantensprüngen praktisch, ganz anders. Ja? So, die Shizuko hat dann den Ogawa-Sensei kennengelernt. Der Herr Oishi und Shizuko sind da gemeinsam hingefahren und dieser Kontakt blieb dann, ich glaube, 2,5 oder 3 Jahre aufrecht. Die ist da oft hingefahren, hat mit dem gesprochen und er hat dann angefangen, ihr die Reiki-Geschichte, die wirkliche Reiki-Geschichte zu erzählen und auch die Praxis beizubringen. Und das war natürlich toll. Ich habe den selber nie kennengelernt. Es ging immer nur über die Shizuko, die dorthin fuhr, unsere Fragen vorgezeigt hat und uns die Antworten zurückgefaxt hat damals. Den Walter Lübeck hatte ich damals schon kennengelernt. Den habe ich dann auch noch gefragt, sag mal, hast du noch was du wissen willst? Da hat der noch ein paar Fragen dazugefügt. Und so wurde das Bild immer dichter. Und das war kurz nachdem das, das fing an vor der Publikation von dem Reiki-Feuer und dann über die nächsten paar Jahre bis 1999, 98 oder 99 ist er dann gestorben und dann ging diese Tür wieder zu. Der Ogawa-Sensei kannte Takata-Sensei nicht. Das war erstmal ein Schock. Der kannte auch Hayashi-Sensei nicht, weil er in die Usui-Gesellschaft eingetreten ist ich glaube zwischen 42 und 44. Da war Hayashi-Sensei ja schon tot und Takata-Sensei hatte ja mit der Usui-Gesellschaft nichts zu tun. Ne? Das war erstmal ein Schock. Dann haben wir ihn gefragt nach den Reiki-Symbolen und mit manchen war er einverstanden, mit anderen nicht. Und für mich brach dann eine Welt zusammen, weil ich dachte, ich habe irgendwie das falsche Reiki gelernt. So ein Mist. Und ich werde wahrscheinlich von der Usui-Gesellschaft nicht lernen können. Jetzt muss ich aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Nach dem ersten Treffen von Shizuko mit dem Ogawa-Sensei, dem zweiten Treffen, wo sie dann sagte, ja, wo er dann sagte, ich habe einen Verwandten, der ist Shihan in der Usui-Gesellschaft. Dachten wir, wie Usui-Gesellschaft? Wir dachten nämlich, alle in Japan praktizierenden Reiki-Leute seien im Zweiten Weltkrieg gestorben. Das war damals so unterrichtet worden. Angeblich hatte Takata-Sensei das so weitergegeben. Und nach dem ersten Treffen mit dem Ogawa-Sensei, da sagte der Ogawa-Sensei eben, der erste Präsident war der Usui-Sensei selbst, der zweite war der Ushida-Sensei, der dritte war der Taketomi-Sensei, der vierte, an den kann ich mich gar nicht erinnern, der fünfte war der Wanami-Sensei, sechste war die Frau Koyama und das war die gerade an der Macht war. Bei dem nächsten Treffen sagte er, ja genau, und der vierte war der Watanabe-Sensei. So, und wie er dann sagte, die jetzige Präsidentin der Usui-Gesellschaft ist die Koyama-Sensei, da dachten wir, oh nein, weil wir da auf einmal wussten, mit wem wir telefoniert hatten. Das wussten wir ja gar nicht, dass sie die Präsidentin der Usui-Gesellschaft war und deshalb immer gefragt hatte, was wollen Sie von mir? Wir haben das völlig falsch verstanden. Wir dachten nur, was ist die denn auf dem Ego-Trip? Wir wollen doch gar nichts von der, wir wollen nur was über Usui-Sensei wissen. Ja, da wussten wir auf einmal, wir hatten also mit der Präsidentin von der Usui-Gesellschaft gesprochen. Und dann entwickelte sich das immer weiter, bis Ogawa-Sensei 98 gestorben ist. Durch den Oishi, Herrn Oishi, wurde mir dann gesagt, dass ich seinen gesamten Nachlass haben könnte, wenn ich wollte. Da war ich total überwältigt und hatte so das Gefühl wie ein Grabplünderer und habe das ausgeschlagen und habe gesagt, nee, verbrennen Sie das mit ihm. Ich hätte das nicht machen sollen, aber ich konnte es nicht. Ja, das fühlte sich einfach total falsch an. Ich kannte den Mann ja gar nicht. Und dadurch sein ganzes Leben zu forsten, das war mir total, das konnte ich nicht, habe ich es nicht übers Herz gebracht. Ne?
Und er war also gestorben, dann 99 Koyama Sensei gestorben und dann saßen wir da und dachten, okay, das Reiki-Feuer ist raus, das Erbe des Dr. Usui ist raus und was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir unseren eigenen Weg finden. Kurz bevor der Ogawa Sensei gestorben war, hatte der Chizuko noch 3 Manuskripte mitgegeben. Und zwar erstmal das Original Usui-Handbuch, zum Zweiten seine Memoiren, die hießen jeder Mensch kann Reiki praktizieren, und dann ein Lehrhandbuch von Koyama Sensei, was damals nur den Shihans der Usui-Gesellschaft gegeben worden war. Und er wollte aus irgendeinem Grund, dass ich diese 3 Manuskripte habe. Wollte aber nicht, dass sie die mit der Post schickt, die Shizuko. Und da musste ich dann von Sapporo nach Tokio fliegen, 1000 Kilometer, um die abzuholen. Habe ich dann gemacht und erinnere mich noch, wir haben uns in Tokio, gibt so in der U-Bahn eine ganze Einkaufsstraße unterirdisch, ja, ganz skurril, kann man sich gar nicht so vorstellen. Alles unterirdisch, kein Licht, keine Fenster, nichts. Das ist alles unter der Erde in verschiedenen Ebenen auch noch. Und da haben wir in einem Café gesessen und sie gibt mir diese Sachen und erklärt mir, was das ist. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Gedacht, mein erster Gedanke war, jetzt habe ich was niemand anders hat. Und habe mich gefreut. Und mein zweiter Gedanke war, Vorsicht, mein Lieber, Ego-Alarm, jetzt machst du was damit, was für alle Leute gut ist. Und das habe ich dann gemacht. 1999 kam dann das Usui-Handbuch heraus und das ist dann später in, ich weiß nicht, 22 Sprachen übersetzt worden und läuft immer noch gut und gehört halt in jeden Reiki-Haushalt. Das muss jeder zu Hause haben. Das ist das Standardwerk. Ja? Und wie der Ogawa Sensei dann gestorben war, dachte ich, tja, jetzt ist die Tür auch leider wieder zu. Wir waren gerade dabei zu überlegen, ob ich da auch mal ihn treffen könnte. Und da ist er halt gestorben. Dann war es zu spät und ich dachte, gut, jetzt müssen wir unseren eigenen Weg gehen, die Usui-Gesellschaft, da kommen wir nicht ran. Aber wir haben ja schon mal so ein paar Infos, wie Reiki in Japan praktiziert wird. Einmal vom Ogawa Sensei, der Shizuko gesagt, viele Techniken gezeigt hatte. Und dann zum Zweiten, in diesem Handbuch von der Koyama Sensei sind die ganzen Techniken beschrieben, sodass man sie nachvollziehen kann. Ich habe dann erstmal 1,5 Jahre in etwa für mich selber mit diesen Techniken geübt und habe sie dann angefangen weiterzugeben. Das war 1999.